reagieren, es nimmt so unsere ganze Aufmerksamkeit weg. Ne? Und wir sind dann in diesem Reagieren und wir haben dann Gedanken drüber oder Gefühle, was das mit uns macht, was da gerade passiert ist. Ne? Und das nimmt eigentlich die ganze Power, die wir haben, also unsere ganze Kraft und Intelligenz und Klarheit, geht eigentlich in dieses Reagieren, ne? Und wird so klein dadurch. Ne? Und wir sind dann in diesem Reagieren und wir sind dann dagegen oder dafür oder irgendwie so. Und das fängt manchmal am frühen Morgen an. Ne? Also dass wir eigentlich wie den ganzen Tag nur reagieren. Wir gucken in den Spiegel und sehen unser Gesicht und reagieren schon als erstes. Ne? So, entweder es gefällt uns oder es gefällt uns nicht. So klein. Ne? Aber und so geht es immer weiter. Ne? Ja. Und das Außen bietet ja ganz viel. Und wir sind wie die ganze Zeit wie weg. Also weg in diesem Reagieren. Ja. Ne? Wenn wir das Kreieren wichtiger nehmen, gehen wir immer eigentlich aus dieser Stille heraus. Aus einer Stille fangen wir an zu kreieren. Also das Kreieren vom Leben, das Kreieren, wie du das Leben haben möchtest oder wie wir das Leben haben möchten, ist wie wichtiger. Uns ist es wichtiger zu kreieren, als zu reagieren. Und das gibt so eine Freiheit rein und es gibt eine Power. Ja. Aber wir müssen aus diesem Opferhaltung, von diesem Reagieren, müssen wir wie so rauskommen. Ne? Und wir müssen diesen Mut haben zu kreieren. Wenn wir kreieren wir, also wir sind in der Verantwortung, was wir kreieren wollen. Also dadurch, dass wir gar keine Energie mehr haben zum Kreieren, werden wir wirklich auch hässig, traurig, depressiv, antriebslos. Ne? Also das macht einfach, irgendwas fehlt. Energetisch macht das was, wenn du die ganze Zeit reagierst. Und kreieren ist so ein Risiko drin. Ne? Und das macht dich aber lebendig. Ja. Das macht dich lebendig. Und wir können unser Leben kreieren, wir können unsere Wohnung kreieren, wir können wie wir aussehen, was wir für Gedanken haben oder was wir für Gefühle haben. Wir können das tatsächlich kreieren. Ne? Also wir können kreieren unser Leben, unser Surrounding. Und das ist was, wo mega schön ist, wenn wir anfangen, viel, viel mehr eigentlich zu kreieren, als zu reagieren aufs Leben. Weil das Leben kreiert die ganze Zeit. Also es geht wie näher an eure Natur, näher an das Leben ran, wenn wir kreieren, anstatt reagieren. Reagieren ist eigentlich diese Teilung, diese Trennung. Das Ich oder das Denken reagiert. Ne? Also die separate Person reagiert die ganze Zeit auf die Welt. Kreieren, wenn ihr anfangt zu kreieren, ist es so, dass es immer mehr in Einheit geht mit dem Leben. Also das Leben kreiert durch euch. Und später fragt man sich gar nicht mehr, wer kreiert. Ja, weil das Leben durch euch kreiert, weil ihr wie so eins seid eigentlich mit dem Leben. Und das ist die wirkliche Power vom Leben. Und das ist unser Geburtsrecht, tatsächlich zu kreieren und nicht zu reagieren. Und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, das ist wie so eine andere Ausrichtung. Wenn ihr vielleicht von dem jetzigen Moment an zum Kreierer werdet und nicht zum Reagierer. Das ist wie anders. Ihr kreiert. Wenn was kommt in eurem Leben, kreiert ihr. Ihr nehmt das trotzdem mit rein in eure Kreation. Also das, was da ist, nehmt ihr rein mit in eure Kreation. Also ihr kreiert euer Leben. Ne? Und das ist gerade schon Raum drumherum und Größe und Weite. Und dann ist die Notwendigkeit vom Reagieren viel, viel weniger da. Und das gibt schon eine ganz schöne Entspannung ins Leben rein. Und deshalb könnt ihr auch mal ausprobieren, wenn da was kommt, ne, so am Morgen zum Beispiel, du stehst auf und dann kommt irgendwas rein, Facebook oder YouTube oder der Spiegel sagt dir irgendwas und du gehst nicht drauf ein und lässt das einfach dran vorbeigehen an dir. Also die Gedanken, die da kommen, die Gefühle, die da kommen, die reagieren wollen, denen gibst du nicht so eine Kraft, sondern du steigst darauf nicht ein. Und das ist der erste Schritt zum Kreieren, weil was du brauchst zum Kreieren ist, du brauchst
Raum, du brauchst Freiheit, du brauchst vielleicht Klarheit. Und wenn du im Reagieren bist, gehst du so in die Enge von den Gedanken und den Gefühlen, die das auslöst. Einen richtigen Strudel gehst du rein eigentlich, ja. Genau, und wenn du aber den wie an dir vorbeiziehen lässt, ist erstmal Stille. Und klar, dann kommt vielleicht das Nächste oder du wartest, ne, und lässt dich da nicht reinsaugen. Und das ist der Raum, aus dem Kreation passiert. Kreation passiert aus dem Nichts, Kreation entsteht aus der Stille, aus der Leere, aus dem Leben selber. Und da kommen manchmal Impulse, die dich vielleicht selber umhauen. Der Creator würde zum Beispiel den Spiegel putzen vielleicht. Ja, genau. Der fängt an, den Spiegel zu putzen und denkt, oh, schön, den Spiegel mal zu putzen und ne? so. Ne? Genau. Oder das Handy auf Seite zu machen, ne? Und wirklich zu schauen, innezuhalten, was will ich heute machen? Was will ich tatsächlich heute leben? Ja. Wie will ich leben? Weil du kommst wirklich dadurch so in die Realität, in dein Leben. Also wenn du diesen Zug vom Reagieren abfahren lässt, bist du erstmal so da. Ja. Ne? Bist da und plötzlich nimmst du wahr, wie sieht vielleicht mein Badezimmer aus oder ach ja, das Handy. Und plötzlich merkst du, vielleicht würde ich heute mal das machen. Und das ist das, was wir meinen, ne? Das ist wie so neue Impulse, vielleicht wirklich auch schön, wie du sagst, ne? Spiegel putzen, irgendwas Schönes machen, Blumen hinstellen, den Tisch aufräumen und wie zu gucken, ich will mir mein Leben kreieren, ich will, dass es schön ist, ich will, dass es mir gut geht, dass ich gut durch den Tag komme, dass ich happy bin, dass ich in Verbindung bin mit anderen Menschen, dass ich auch andere Menschen richtig sehen kann, wenn ich nicht noch halb mit meinen Gedanken irgendwo anders hänge, nehme ich Menschen gar nicht wahr. Ne? Und das ist wie so du kreierst dir dein Leben aus diesem Nichts, aus dieser Stille, aus diesem, ich steige nicht ein auf dieses Reagieren und Opfersein. Ja, das ist eigentlich so schön. Ne? Ja. Und das ist die Chance, dass was Neues reinkommt ins Leben. Wenn wir immer im Reagieren sind, machen wir alles gleich, immer wieder gleich. Und da ist gar keine Chance, ne, dass sich was verändert. Und wir brauchen diesen Step Back raus aus dem Reagieren, rein in dieses Stille, Nichts, Realität und von hier aus. Wir kreieren jeden Tag neu. Wir kreieren in unserer Arbeit neu. Wir kreieren die langweiligsten Sachen neu. Ja, und das gibt so eine Frische rein. Ne? Ja, sorry, was wolltest du sagen? Nee, das war super. Ja, genau, so wird der Kaffee auch anders. Ja, genau. Ja, das schmeckt jeden Tag neu. Die Begegnungen sind neu. Also wie eine ganz andere, und das Leben macht viel mehr Spaß. So, ja. Und hat wirklich die Chance, sich zu verändern. Ja. Viel Spaß euch. Ja, genau. Probiert's aus. Ja. Und schreibt uns gerne drunter, ob es funktioniert oder was ihr für Erfahrungen damit macht. Wir freuen uns, von euch zu hören. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.